Isso aqui não é de graça. Meus senhores e minhas senhoras, se vossa mercês quiser me pagar, eu conto a história do Francisco Manuel, o bandido cobra verde, o pobre dos mais pobres, soberano dos escravos, que passou a vice-rei, solitário dos mais solitários.
Wo ist mein Geld? Wo ist mein Geld? Wo sind meine Partner? Wo ist mein Geld? Weiter. Der Nächste. Was willst du hier schon wieder? Für dich gibt's kein Geld. Was? Das gibt's doch nicht. Du kriegst diese Woche überhaupt nichts. Das hat alles die Bank einbehalten. Hau ab. Hast dich ja doch nur durchgefressen. Du betrügst mich! Ich will, dass du wach bist, wenn du stirbst. Cobra Verde, der Bandit ist da. Bringt die Kinder in Sicherheit. Den Tag zurück in die Kirche! Dein Gewehr bleibt draußen. Mach schon, sonst werf ich dich eigenhändig hier raus. Sagt deinem Vater, Cobra Verde ist hier. Ich habe keinen Vater. Das ist meine Bar. Und ich fürchte dich nicht. Ich heiße Francisco Manuel. Mein Name ist Euclides. Euclides Alves da Silva Pernambucano Vanderlei. Ich bin auch ein Da Silva. Nur meine Brust ist eingedrückt. Nachts träumt mich immer, ich habe ein ganzes Gebirge zu tragen. Du bist der einzige gerade Mann in der Stadt. Ich hab Hunger. Ich bring dir was zu essen. Und woher weißt du das alles? Von unserem Pfarrer. Und der hat es von dem Bischof erfahren. Und wo gibt es Schnee? Du wirst es gleich merken.
Da draußen, auf dem Mond liegt immer Schnee. Deshalb ist er so weiß, so kalt. Du musst genau hinschauen. Woher kommt das? Der Mond zieht das Salz aus dem Meer und nachts ziehen die Gipfel der Berge die Flocken herunter. Es ist aber nur so wenig Salz wie in unseren Tränen. Und hier auf der Erde? Das ist sehr, sehr weit. Immer nach Westen. 4 Jahre mit dem Pferd und 10 zu Fuß. Und dann, weißt du, dann kommen die Berge, die immer höher aufsteigen, bis über die Wolken. Und über den Wolken, da kommt dann der Schnee. Er fällt immer nur nachts, wie Federn. Aber immer nur über den Wolken. Dann wird alles ganz leicht und weiß. Die Tiere werden alle weiß. Die Schneelöwen, die Hasen und auch die Adler verwandeln sich in weiße Schneeflocken. Wenn man durch den Schnee geht, sind die Füße ganz leicht, ganz ohne Schwere. Und die Flocken fliegen auseinander wie Federn. In ein paar Jahren verkaufe ich die Bar, nehme ein Pferd und gehe nach Westen bis in die Berge. Ich gehe nach Osten ans Meer. Der Sertao vertrocknet die Herzen und tötet das Vieh. Vor dem Meer muss man Acht geben. Es ist die Wiege der Stürme und die Wiege des Schnees. Das hat mir Hochwürden gesagt. Ich habe noch nie einen Freund in meinem Leben gehabt. Leb wohl. Geld oder Leben? Leben.
Jeden Tag gehst du 40 Meilen durch die Dornen. Und warum bist du barfuß? Hast du keine Schuhe? Ich traue keinen Schuhen. Warum hast du kein Pferd? Ich würde niemals einem Pferd trauen. Und ich traue auch keinem Menschen. Aber ich sehne mich hinaus in eine andere Welt. Bleib stehen. Es wird sonst viel schlechter für dich. Lass ihn los. Er geht selbst zurück an den Pfahl. Hey, du. Du ohne Schuhe. Wie ist dein Name? Da Silva. Francisco Manuel da Silva. Ich bin Colonel Octavio Coutinho. Ich bräuchte jemanden wie dich. Auf meinen Feldern habe ich 600 Sklaven auf jeder Plantage. Aber mein Verwalter ist ein Idiot. Im Zuckergeschäft bin ich der Größte. Wenn es nicht reicht, dann sagen Sie uns das bitte. So viel Wäsche habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Es macht mich ganz wahnsinnig, an Horizonte zu denken, die noch nicht mit meinem Zuckerrohr bebaut sind. Es macht mich ganz krank, an Länder zu denken, auf denen meine Rinder nicht grasen. Und der Gedanke an Mulattinnen, die ich noch nicht geschwängert habe, ist unerträglich für mich. Nimm dich in Acht vor den Frauen, da Silva. Wann fange ich an? Oh, nur keine Sorge, lass dir Zeit, ich zeige dir alles. Hier wirst du Verwalter sein. Wir ernten hier zweimal im Jahr, so fruchtbar ist es. Ich habe außer dieser noch 40 Zuckerplantagen.
Ich allein produziere mehr Zucker als der ganze Staat Pernambuco. 120.000 Tonnen pro Jahr. Und es geht alles nach England zu unseren Feinden. Sie haben zwar die Sklaverei abgeschafft und sie bringen schon Sklavenschiffe auf, aber ohne uns hätten sie keinen Zucker. Und dabei essen sie so viel Zucker, dass wir immer mehr davon anbauen müssen. Grotesk. Das hast du auch zu beaufsichtigen. Das Zuckerrohr wird ausgequetscht und hier wird der Saft eingedickt. Die Melasse wird auf über 120 Grad erhitzt. Wieder halten es in Bewegung, sonst klebt es fest. Es ist jetzt noch ein dünnflüssiger Sirup. Nach ein paar Stunden kristallisiert die Melasse. Das ist keine leichte Arbeit. Und ab und zu fällt uns auch schon einer um in diesem Qualm. Aber wir haben ja genug. Hier siehst du, wie es von einer Wanne in die andere umgeschöpft wird. Schon wieder ein armer Pack. Was kann man da tun? Das kommt alle Tage vor. Merkwürdig doch. Ich habe heute noch keinen Nachkommen gezeugt. Komm, komm mit. Hey, Francisco Manuel, haben die Schuhe gepasst? Kommst du eigentlich beim Essen mit Messer und Gabel zurecht? Der Herr aus dem Sertão spricht nicht mit jedem. Wie viele Kühe hast du gehabt?
nichts zu verlieren. Ich brauche nicht mehr zu sprechen. Hure, dein barfüßiger Rinder hier! Du Bonita! Du Hure! Bonita! Bonita, du schwanger! Ganz einfach schwanger, du! Du Hure! Und du, Wandelheide! Mit 15 schon schwanger! Valkyria! 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 Du auch schwanger? Was? Das? Du, das heißt auch ja. schwanger? Ja, Das heißt, ich weiß nicht. Sag, komm her! Du! Was hast du dazu zu sagen? Zuckerrohrpflanze. Ich bin der Bandit Cobra Verde. Ein Gesetzloser in meinem Haus. Ein Dieb, ein Bandit. Ein Verbrecher. Wir stellen ihn vor Gericht. Ich bringe ihn um. Der Mann ist zu gefährlich. Da haben wir mindestens 3, 4 Tote, bis wir ihn erledigt haben. Warum verheiratest du ihn nicht mit deiner Tochter? Er ist doch dein bester Mann auf der Plantage. Das würde ich ja tun. Aber das Schwein hat ja alle 3 geschwängert. Schick ihn nach Afrika, er soll Sklaven kaufen. Was meinst du damit, Sklaven kaufen? Seit 10 Jahren kommen doch schon keine mehr nach Brasilien. Das ist genau der Punkt. Wir schicken ihn in seinen sicheren Tod. Der König von Dahomey ist wahnsinnig. Und jeder, der den Fuß auf seinen Strand setzt, wird umgebracht. Seit 10 Jahren schon kommt von da kein einziger Weißer lebend zurück. Und was ist, wenn er doch zurückkommt? Das kann er niemand schaffen. Ich kenne Afrika. Ich kenne die Bucht von Benin. Und wenn er es doch schafft, dann bringt er dir so viele Sklaven mit, dass du deine Felder bis nach Sergipe ausdehnen kannst. Und wenn du ihm deine älteste Tochter geben würdest? Ja, benutze ihn so gut wie du kannst. Und was die beiden anderen betrifft, naja, bei deinem Geld und deinem Namen, da wirst du schon irgendeinen Ehemann finden. Du kannst ja auch zu den Karmeliterinnen stecken, wenn dir das lieber ist. Wenn ich ihn doch umbringen könnte. Ich werde das beim Gouverneur für dich arrangieren. Da Silva, wir haben einen besonderen Auftrag für dich, den wir nur einem tüchtigen Mann anvertrauen wollen. Die Vollmacht, die ich hier habe, ermächtigt dich zum Handel mit Sklaven. Du weißt, der Handel ist in den letzten Jahren ins Stocken gekommen. Der König von Dahomey hat die Lieferung ausgesetzt. Aber wir wissen, er braucht Waffen und Geld. Wir haben folgenden Vorschlag. Wir entsenden dich nach Dahomey, in unser Fort Elmina. Du erhältst den Rang eines Leutnants. Deinen Sold hinterlegen wir auf ein Konto der Bank von Bahia. 5 Monate später folgt dir ein weiteres Schiff mit einer Ladung Feuerwaffen. Damit kannst du den König bezahlen. Wir haben auch an Angola gedacht, doch da sind die Risiken zu hoch wegen der Briten. Auch ums Kap herum zur Ostküste von Afrika zu fahren ist unmöglich, denn den Handel dort mit Sklaven auf Sansibar haben die Araber fest in der Hand. Die Situation ist sehr vielversprechend zurzeit, denn der König von Dahomey führt an der Grenze Krieg gegen die Ekbas. Er ist auf uns angewiesen, genauso wie wir auf ihn. Wann haben Sie die letzten Nachrichten bekommen?
Das war vor einiger Zeit. Die Nachrichten, die wir bekommen, sind sehr unzuverlässig. Wir bräuchten einen Mann unseres Vertrauens drüben in Afrika. Nimmst du unser Angebot an? Ja. Na, dann gratuliere ich. Hier, deine Ernennung. Herzlichen Glückwunsch. Das ist doch großartig. Kommen Sie, wir werden ihm gleich am Schiff ausrüsten. Setz mich an Land. Ich nehme 10 Gewehre mit. Keiner von der Besatzung wird es wagen. Ich kann sie nicht zwingen, unmöglich. Warten wir ab, ob sie dich holen. Niemand zu sehen. Was ist da los? Nehmen Sie mal das Fernrohr. Das Fort ist wie tot. Normalerweise schicken sie einen von ihren Fetischpriestern, der darum betet, dass wir in die Brandung geraten. Alles Strandgut ist nämlich Eigentum des Königs. Sogar einen halb ertrunkenen Matrosen haben sie bis aufs Hemd ausgezogen. Warten wir ab, was geschieht. Soweit ist Afrika eine Enttäuschung. Halleluja. Halleluja.
Was ist mit einer Barke voll Seide? Hast du eine Kutsche mit Pferden? Und wo sind die Trompeten? Und wo ist das silberne Jagdgewehr? Es gibt keine Geschenke. Nicht einmal Windhunde? Nicht einmal Windhunde. Es gibt keine Geschenke, bis der König den Sklavenhandel wieder aufnimmt und mir das vorgibt. Gib mir eins von den Gewehren. Ich bezahle mit ganz neuen Gewehren. Das Pulver, das wir hier in unserem Land haben, spricht sehr langsam. Aber dieses schnell. Ich schenke es dir. Tod den weißen Männern! Tod den weißen Männern! Du kannst hier sicher wohnen. Der Hauptflügel da oben ist eigentlich in gar keinem schlechten Zustand. Und dann, du kannst dir eine von meinen Töchtern aussuchen. Such dir eine aus. Such dir eine aus, du kannst sie übrigens vornehmen. Betreibst du ein Bordell oder was? Nein, ich meine, du musst schon etwas bezahlen. Ich muss ja auch von irgendwas leben hier. Aber ich gebe sie nur an weiße Männer. Du bist seit langem der erste Weiße, der hierher gekommen ist. Die Mutter Gottes und alle Heiligen seien gepriesen. Ich bin Tamparika, der Tambour, der einzige Überlebende der Garnison. Ich bin ein freier Yoruba und war im 1. Regiment der Schwarzen Miliz. Darf ich Ihnen meine Wohnung zeigen? Das ist mein Heim. Und das sind meine Geschwister. Was ist geschehen?
Es fing alles sehr merkwürdig an. Der König in Abomey soll nicht richtig im Kopf sein. Er fand die Sklaverei schlecht. Statt Sklaven schickte er uns eines Tages ein Pferd. Das hatte nur ein Ohr. Dann griffen sie uns an. Der Gouverneur kam gleich bei einem Scharmützel an der Küste um. Sie haben das Fort überrannt und alles geplündert. Die schwarze Miliz ist davongelaufen und die meisten Weißen haben sie umgebracht. Die Schädel der Gefangenen verzieren seither die Palastmauern in Abomey. Sie haben alles gestohlen, alles geplündert. Und den Bildern im großen Trakt haben sie die Augen ausgestochen. Dann haben sie die Rumfässer eines nach dem anderen aufgemacht und alles getrunken. Einen gefangenen Kadetten haben sie im Hof vergewaltigt. Mir setzten sie Ameisen auf die Brust und streuten Pfeffer in meine Augenlider und verbrannten meine Zunge, weil sie glaubten, wir hätten einen Schatz versteckt. Gerade als sie mich umbringen wollten, hat einer mit einer brennenden Fackel in der Pulverkammer gesucht. Sie haben 7 Leichen aus den Trümmern gezogen. Und von da an haben sie mich in Ruhe gelassen. Wir wissen nicht, wer in welchem Grab liegt. Aber ich glaube, dort liegt der Gouverneur begraben. Warum bist du gekommen? Und allein. Und ohne Soldaten. Ist dir nicht Angst? Hast du nicht Angst vor dem Sterben? Ich habe es nie probiert. Was tun wir jetzt? Wir warten.
ganzen Mann arbeiten sehen. Lasst mich dahin! Ihr müsst das Faule höher halten! Sanctus? Sanctus! Lass mich durch! Du verdammter Kerl! Ich will dich hier nicht mehr sehen! Verschwinde, du Schwein! Mit 300 Sklaven ist der Raum auf der Fraternidade nicht gut genutzt, aber es ist besser als gar nichts. Die in Brasilien werden Augen machen. 20% des Reinerlöses gehen natürlich auf ihr Konto bei der Bank. Wie viele Gewehre haben Sie dabei? 140 und Munition. Seide? 5 Ballen, keine gute Qualität, aber das merkt hier keiner. Rum? 10 Fässer. Wie viel Tabak? Er hat leider Feuchtigkeit gezogen. Das meiste ist über Bord. Nächstes Mal müssen Sie mehr Gewehre mitbringen. Hat denn der König den Krieg mit den Ekbas wieder aufgenommen? Die Nachrichten, die mich erreichen, sind unvollständig. Es gibt nur Vermutungen. Ich möchte mir eine persönliche Anmerkung erlauben. Ja, bitte. Wir haben, wenn ich so sagen darf, mit allen Eventualitäten gerechnet, als wir Sie hierher schickten. Aber wir haben nicht in Erwägung gezogen, Sie wiederzusehen. Was meinen Sie, warum man Ihnen Sklaven schickt? Ich werde gebraucht.
den Zähnen kann man am besten ihr Alter erkennen. Sie haben es gut. Wir retten ihr Leben. Sie würden sonst beim jährlichen Zeremoniell als Boten zu den Vorfahren geopfert werden. Sie würden in die andere Welt hinübergeschickt. Stattdessen bringen wir sie in ein herrliches Land, wo jeder tanzt und die Zigarren auf den Bäumen wachsen. Find raus, was los ist. Es ist Bossa. Bossa Gelele, der ältere Bruder des Königs. Alle Männer und Kinder, die Bossa heißen, sollen getötet werden. Wieso? Der König kann nicht ertragen, dass es in seinem Reich noch jemanden gibt, der seinen Vornamen hat. Er heißt selbst Bossa. Bossa Ahade. Es ist ihm nicht erlaubt, seinen Bruder auf dem Boden seines Königreichs zu töten. Deshalb wird er ins Meer geworfen und ertränkt. Wenn der König auf der Suche nach jemandem ist, kann sich niemand verbergen. Wenn jemand unter die Erde flieht, dann spricht der Boden. Der Leopard hat einen Sohn gezeugt mit einer Menschenfrau. Auf den Schläfen des Sohns sind noch die Spuren von den Tatzen des Leoparden. Nun erklärt der Sohn des Leoparden, dass er den neuen weißen Mann liebt. Ist der weiße Mann bei Gesundheit? Der neue weiße Mann kommt über die See. Er hat viele Dinge gesehen. Der König hat eine Königstraße bereitet. Der König wünscht den Fremden zu sehen. Dies lässt der König seinen Schreibkundigen für dich schreiben. Ich bin Portugiese, seit 16 Jahren Gefangener dieses grausamen Königs. Er weiß nicht, was ich dir schreibe. Hüte dich zu kommen, es wird dein Tod sein. Berichte seiner Majestät aus, dass ein Fuß von mir im Meer stehen muss. Ich kann nicht kommen. Nehmt ihn gefangen!
Ich wollte, ich hätte deine Haut. Die Schwarzen glauben, der Teufel ist weiß. Der Leopard hat sich erhoben. Der Leopard setzt sich. Dada, atme für mich! Dada, atme für mich! Dada, atme für mich! Dada, bestill mich! Dada, atme für mich! Dada, bestill mich! Dada, atme für mich! Dada, bestill mich! Dada, bestill mich! Der Buschkönig setzt sich. Was hat das zu bedeuten? Das ist der Buschkönig. Es gibt ihn gar nicht. Es gibt ihn nur in der Einbildung. Aber er regiert mit. Der Leopard spricht. Für die jährliche Zeremonie, nachts vor dem Tor aus den Tränen, müssen alle Hunde umgebracht werden. Die Hunde versammeln sich in den Straßen und versuchen, wie Menschen zu sprechen. Aber wenn ihnen das gelingt, wenn sie es schaffen, bringen sie Seuchen über das Volk. Wir machen wieder Krieg gegen die Egpas.
Wir erstürmen Abeokuta. Mein Haus braucht Bedachung. Ich werde mein Haus bedecken mit den Schädeln meiner Feinde. Wie geht es meinen Gevattern? Antworte, weißer Mann, bevor ich dich töte. Wie ist das Wertebefinden des Königs von Preußen? Wie geht es meinem Bruder, dem Zar von Russland? Und wie der Königin Victoria. Ihr Herz ist eine große Kalebasse, die überfließt mit Palmwein für den durstigen Mann. Ich kann nicht hören, was du sagst wegen des Donners, der du bist. Ich kann dich nicht hören. Warte auf den Tod, Fremder. Keine Zeit widerfährt einem König. Der Teufel ist weiß. Der Tod ist weiß. Alle Weißen sind halb tot. Das machen die immer, bevor sie einem Weißen den Kopf abschlagen. Sie haben dich schwarz gefärbt, weil sie keinen Weißen töten dürfen. Ich fürchte mich nicht vor dir. Wir sind die Toten, lebendiger als die Lebenden. Der Leopard trinkt. Niemand darf dem Leopard beim Trinken zusehen. Herr weißer Mann, eines Tages trinke ich noch aus deinem Schädel. Dies hier war der König der Mais. Die Toten essen so. Die Toten trinken so. Ich habe in meinem Schwurhaus geschworen, die Ekbas zu vernichten. Ich fürchte niemanden. Ich habe nur eine Furcht, dass ich eines Tages nichts mehr auf der Welt zum Erobern übrig habe. Aber sage mir, Weißer, warum hat Portugal 335.000 Kriegsschiffe vor meine Küste geschickt? Und warum hast du meinen Windhund vergiftet?
Der Schnee, der Schnee. Schnell, schnell, tötet die Wachen! Ich bin Bakoko, der Vertraute des Prinzen Kanpé. Er wartet auf dich. Schnell, komm mit, Fremder. Wo ist Taparika? Nehmt Taparika mit. Warum hast du uns befreit? Der Prinz Kanpé hat sich zum Aufstand gegen seinen wahnsinnigen Onkel entschlossen. Er ist der rechtmäßige Erbe des Throns. Gestern ist Bossa Ahade mit der ganzen Armee nach Norden gezogen. Ja, dort leben viele Hügel. Wir werden König Bossa Ahade besiegen. Und dazu brauchen wir euch beide. Unsere Männer taugen zu nichts. Die Frauen bei uns sind viel tapferer. Mein Vater. Der Verräter muss sterben. Er hat die Gräber der Vorfahren geöffnet. Wir gehen jetzt zur Festung an der Küste. Und dort stellen wir ein Amazonenheer auf. Der Prinz will mit dir Blutsbrüderschaft schließen. Und Blutsbrüder dürfen sich nicht töten. Wenn mir der neue König den Sklavenhandel übergibt, bin ich bereit. Begreift er überhaupt, was wir vorhaben? Er ist einverstanden. Er hat keine Wahl. Er sagt zu allem Ja. Er ist nämlich wahnsinnig. Hey, ihr da, kommt da rüber! Los! Ihr sollt auf mich hören, geht da rüber! Schneller aufstehen, sonst bist du gleich tot. Ich habe 400 neue. Wo sollen sie hin? Nicht zu mir, bring sie an den Strand. Sie wollen gleich kämpfen. Sie wollen alle Männer umbringen. Hör mich jetzt nicht. Ich brauche erst Ordnung in dem Sauhaufen Was soll ich denn hier. machen? Den Speer besser Geht führen. den Schild hoch!
falsch. Gib mir den Speer, ich zeig dir es. So musst du ihn führen. Die Füße beweglich. So. So. Da. Nimm ihn. Mach's genauso. Greifen! Das Haumesser hier. Greifen! Nicht zurück! Den Speer hoch! Den Schild vor den Körper! Schau her, was passiert! Wenn du stolperst, bist du verloren! Ha! Und dann mit aller Kraft! Ha! Ha! Los! Schlag zu! Gib her! Nicht schlecht, zurück in die Anfangsstellung. Alle! Ein bisschen schneller, macht schon. Und jetzt! Fertig! Angriffsposition. Alle zugleich. Das Ganze noch mal schneller. Position! 1, 2, 3, 4, 5 und drauf auf den Feind! Wollen die nicht mehr? Was ist los? Los, los! Aufstehen! Los, auf die Beine! Wir wollen weitermachen! Aufstehen, na alle! Wird's bald! Hoch! Wir wollen nicht mehr üben, wir wollen kämpfen! Hoch Jetzt mit euch! sofort! Jetzt Wenn wir durch sofort! brennendes Feuer gehen müssen, gehen wir hindurch. Ich schwöre, den Kopf von Bassa Hadi zu bringen! Nein, ihr seid noch nicht so weit. Ihr müsst noch mehr üben. Ihr wollt alles viel zu schnell. Ihr hört hier nur auf mein Kommando. Ich will nichts mehr hören. Wir werden den Palast in kurzer Zeit angreifen. Nur ich gebe die Befehle und nur ich bestimme den Zeitpunkt des Angriffs. Geht zurück auf eure Anfangsposition. Ihr müsst noch viel mehr üben. Dann werden wir siegen. Ich still. Wir werden in die Erde gehen und wir werden fliegen. Ich will nichts mehr hören. Lasst mich in Ruhe. Ich habe mich entschlossen. Wir greifen an. Wir marschieren morgen an.
Sie haben die heilige Python aus dem Tempel geholt. Wir müssen umkehren. Alle zurück. An ihr kommt kein Mensch lebend vorbei. Wieso? In dem Land, aus dem ich komme, war ich selbst eine Schlange. Mir nach! Die toten Könige haben dich abgesetzt. Ich gehe jetzt fort. Ich will nur noch schlafen. Mauert hinter mir die Türen zum Frauenhaus zu. Nein! Nein! Nehmt die Gefangenen! Bleib zurück! Er lässt sich jetzt von seinen Frauen erwürgen. Der neue König nimmt seinen Platz ein. Ich hole ihn jetzt. Er hat dir den Namen Achinaku gegeben. Das bedeutet grüne Schlange. Er hat dich zum Vizekönig von Dahomey ernannt. Unser König Kangpe gibt dir das Fort Elmina zur Residenz. Wir müssen die Glasfenster im Haupttrakt wieder entfernen. Die Diener haben sie mit Wasser begossen, weil sie geglaubt haben, die aufgehende Sonne hätte sie in Brand gesetzt. Sorgt lieber dafür, dass die Lüftung in den Sklavenquartieren vergrößert wird. Ja. Es sterben zu viele. Ja, Achinaku. Wir müssen sie schneller einschiffen. Der Kapitän der Flor der Bahia ist gut untergebracht. Er hat das Zimmer im Ostflügel. Und die Stafette ist vorbereitet. Morgen früh sind alle Leute in Position. Die Entfernung ist 23.500 Bambusstäbe. Das wird eine Überraschung für unseren König. Man hat Ihnen in Bahia einen Platz im Syndikat angeboten. Ich brauche den Platz nicht. Und warum bekomme ich bis heute keine eigenen Schiffe? Ich weiß es nicht, Don Francisco. Ich werde mich gern sofort beim Gouverneur erkundigen, sobald ich zurück bin. Es ist ein Skandal. Sie übernehmen schon die zweite Sendung Sklaven, ohne zu zahlen. Ich bin gezwungen, mich nur auf Ihr Wort zu verlassen.
Manchmal bin ich es schon müde. Für heute Nacht nehme ich keine. Welche wollen Sie haben? Die da. Du da, komm rauf. Ja, du. Wenn sie schwanger wird, wird sie nicht eingeschifft. Dann bekommt sie hier draußen eine Hütte. Wir haben schon ein ganzes Dorf. Was sind das für Frauen? Unsere zukünftigen Mörder. Schickt das Signal los. Ich möchte Ihnen einen Brief an meine Partner mitgeben. Das Signal braucht jetzt mindestens 1,5 Stunden, bis es zurückkommt. Gut. Wie soll ich anfangen, diese meine stumpfsinnige Existenz zu beschreiben? Wie beschreiben, wie einsam es ist, ohne Familie oder Freunde zu sein? Der einzige weiße Mann sein in diesem Land, vielleicht auf diesem Kontinent. Ich bin inzwischen Vater von 62 Kindern, aber es verschafft mir keine Befriedigung. Vielleicht komme ich nächstes Jahr zurück und heirate. Ich würde gern in Ländern mit Eis und Schnee leben, einerlei wo, nur nicht hier. Die Hitze hier ist gemein und unausweichlich. Sie steckt wie Fieber in den Menschen. Und doch wird mir mehr und mehr kalt ums Herz. Hachinako, es kommt eine Antwort zurück. Der König schickt seinem Bruder den großen Leopardengruß. Der da ist etwa 19 Jahre alt. Schaut ganz gesund aus. Der muss so um die 25 sein. Kräftig. Wahrscheinlich gleich alt. Kann ein guter Arbeiter werden.
Ziggy, Leviwo, Titiwo, Ziggy. Hat dir mein Nonnenchor gefallen? Nonnenchor, nicht Sie schlecht. kennen Piero Vincente, den Captain der Flor de Bahia. Ja, ich kenne ihn. Wie viel zahlen Sie für eine interessante Nachricht? Es kommt darauf an. Piero Vincente hat doch von Ihnen eine Ladung Sklaven übernommen. Aber ohne Bezahlung. Wissen Sie, was ich mit eigenen Augen gesehen habe? Die Flor de Bahia war mit Waren voll. Pedro Vincente hat sie betrogen. All seine Waren und Waffen hat er an die Engländer verschleudert. Er hat gleich zweimal verdient. Und wissen Sie, was mit der Flor de Bahia geschehen ist? Das Schiff liegt mit einem Leck vor Lagos. Seeuntüchtig. Und außerdem beutert die gesamte Mannschaft. Jetzt haben Sie ihn in der Falle. Nehmen Sie einen Kutter nach Lagos und überbringen Sie eine Nachricht von mir. Er soll herkommen. Ich helfe ihm. Niemand betrügt mich zweimal. Holt alle Möbel, die Gewehre, das Geld. Hey! Was hat das zu bedeuten? Unser König Kangpe war nie wahnsinnig. Er hat es nur vorgetäuscht. Er dankt seinem Bruder, der einmal Vizekönig war. Der Blutsbruder des Königs war ein großer Baum. Das lässt er dir ausrichten. Wieso spricht der König von mir nur in der Vergangenheitsform? Hachinaku, es sieht sehr schlimm aus, aber vor dem König Kangpe bist du in Sicherheit. Er tötet nie einen Blutsbruder. Es sind noch mehr Gewehre da. Wo hat er sein Geld? Macht schnell, nehmt alles mit. Sie wollen mir tatsächlich helfen? Ich halte mein Wort. Das wird mir nichts mehr nützen. Und Ihnen auch nicht. Brasilien hat jetzt die Sklaverei abgeschafft. Als letzter Staat. Was jetzt noch an Transportern unterwegs ist, wird auf hoher See aufgebracht. Auf offizieller Ebene hat das vor Elmina, hat auch unser Leben aufgehört zu existieren. Und noch was, weil ich schon dabei bin. Ich weiß, dass Sie seit über einem Jahr von Ihren Partnern in Bahia verleumdet und betrogen werden. Ihr Vermögen ist von der Staatsbank beschlagnahmt worden. Und die Engländer haben einen Preis auf Ihren Kopf ausgesetzt. Endlich ist etwas geschehen. Das war mein Vertrag mit dem Syndikat in Bahia. Auf die Sklaverei. Auf das große Missverständnis in der Geschichte der Menschheit. Es war kein Missverständnis. Es war ein großes Verbrechen. Die Sklaverei ist eine Eigenschaft des menschlichen Herzens. Auf unseren Untergang.
Yes,